Real Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mit dem Roman von Fishing Ghost am Starnberger See. Starnberger See, ein See, wo wir lange nicht mehr waren. Willst du kurz was zum grundlegenden Plan sagen vielleicht, den wir heute haben? Genau, also wir gehen heute Schleppfischen, wie man unschwer erkennen kann. Mit 4 Routen, haben jetzt hier große Swimbaits, den Fishing Ghost Ranky One drauf in verschiedenen Farben. In den letzten Tagen haben wir halt gemerkt, dass vor allem Neonfarben ganz gut laufen. Unter anderem hier so. Waren auch sehr erfolgreich seit dem Saisonstart, da war auch ein Meterfisch dabei. Hoffentlich können wir das heute wiederholen. Und ansonsten schleppen wir jetzt erstmal ein bisschen flacheren Wasser, so auf 25 bis 35 Meter. Da war auch relativ viel los die letzten Tage. Und später gehen wir dann ins Freiwasser und versuchen, die richtig großen zu erwischen. Genau, wie ihr schon seht, Zeitplaner sind verboten am Starnberger See. Deswegen fischen wir einfach mit 4 Routen straight hinterm Boot. 2 sind jetzt so ungefähr 50 Meter hinten, also natürlich geschätzt. Und 2 35, ein bisschen flacher. Und ja, dann schauen wir jetzt einfach mal, was der Tag so bringt. Sollte eigentlich schon regnen seit heute früh. Wir haben noch Glück, hoffen, dass es jetzt hält. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir den Saisonstart von 89 cm vielleicht überbieten können. Ja, hoffen wir es. Let's go! Da haben wir ihn, das ist natürlich geil jetzt. Hätten wir das Intro 20 Sekunden später gedreht, hätten wir live bis auf die Kamera, aber die GoPro lief, also läuft. Da ist gut Druck drauf. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Druck davon durch den Motor kommt, aber der fühlt sich echt nicht schlecht an. Der Druck ist vom Motor nicht hoch, weil wir nur 2 fahren. Dann könnte das vielleicht gar kein schlechter sein. Ah, der ist natürlich schon an der Oberfläche, das liebe ich ja. Oh, großer Fisch, schau mal. Ja, ich sehe ihn. Oh, sehr groß. Sehe ich das richtig, dass er auf die graue ist? Oder war das der andere? Nee, das ist die silberne, glaube ich. Die silberne, ja? Ja, cool. Ah ja, der ist doch mal, da kommt doch mal ein Rücken auf uns zu. Ah ja, der ist nicht schlecht. Schauen wir mal. Ich bin im Schätzen unglaublich schlecht, deswegen spare ich es mir einfach. Der Köder ist weg. Alter Schwede, der ist ja komplett weg. Der ist ja, das habe ich ja echt noch lange nicht gesehen, dass ein Köder so weg ist. Die hauen die ja komplett weg. Ja, deswegen Bremse offen. Da kann man die Schläge dann auch verkraften. Und er zieht, klar, wenn das Wasser noch so kalt ist. Genau, jetzt gerade kurz nach der Laichzeit sind die mega. Die haben Power, ja. Das ist doch ein mega Start. Ja. Wie lange sind wir draußen? Halbe Stunde? Halbe Stunde, ja. Und? Hast du ihn? Warte. So, jetzt. Ja! Jawohl! Das ist doch mal ein Start im Tag. Eieieiei, der kann was. Boah. So, da haben wir ihn, den ersten Starnberger Seehecht seit Ewigkeiten. Und er hat halt einfach 96 cm. Also ist, glaube ich, tatsächlich mein Top 4 Hecht. Und natürlich nach dem 89er vom Tegernsee vom letzten Mal mit Abstand der größte Hecht der Saison bis jetzt. Und ja, auf den grauen Ranky, den er wirklich komplett weginhaliert hat, den zeigen wir euch gleich nochmal, den Köder. Echt ein Wahnsinnsfisch. Also Hammerstart in den Tag, vielen Dank schon mal. Ja, gerne, freut mich. Ich bin jetzt schon sehr, sehr überrascht, wie gut es läuft. So, den Kandidaten kennt ihr noch aus unserem Messevideo, da haben wir ihn nämlich geholt und ja, 2 Monate später oder 4 Monate später produziert er dann einen richtig fetten Hecht, 96 cm, also ich pack's immer noch nicht so ganz. Hier auf die Predator One, also auf eine leichte Spinnroute mit 80 Gramm Wurfgewicht, das ist schon ein mega anderer Drill als jetzt auf so eine schwere Schlepproute, weil dadurch, dass wir natürlich ohne Seilplaner fischen, können wir natürlich auch viel leichter fischen und ja, der stand gut drinnen. Wie gesagt, ich wusste das nicht mit dem Motor, aber da ging einiges. Genau, und wie gesagt, auf den Ranky One in diesem Grau, richtig cool. Hier mit dem Pin, den die Jungs extra haben anfertigen lassen, dass man ihn praktisch relativ einfach wieder in den Fisch reinstecken kann und dabei den Gummifisch auch nicht zu sehr verletzt, sage ich mal. Können wir das jetzt einfach wieder ready machen und dann schauen wir mal, ob er noch einen bringt
Was es natürlich auch immer heißt, wenn ein Hecht so einen Köder extrem inhaliert, heißt, dass er überhaupt nicht misstrauisch ist. Weil normalerweise schwimmt ja ein Hecht wirklich lange, so Kunstködern hinterher teilweise, sehr misstrauisch und beißt dann wirklich nur ganz krampfhaft zu oder von der Seite. Aber wenn er den so extrem inhaliert, heißt er, dass das sehr nah an die Futterfische drankommt. Zumindest von der Schwimmaktion, von der Farbgebung, die hier wirklich rumschwimmen. Und deswegen haben wir auch eine Renke gemacht und deswegen Renke One. Und uns freut es natürlich sehr, wenn so ein schöner Fisch nach so kurzer Zeit... Ja, das ist echt halbe Stunde jetzt, also wirklich mega. So schnell haben wir, glaube ich, auch seit langem kein Hecht mehr gefangen und dann gleich noch so einen fetten. So, wir haben jetzt hier eine kurze Pause gemacht, kurze Pipi-Pause, sind kurz reingefahren. Ihr seht, es wird jetzt ein bisschen windiger, sollte aber hoffentlich kein Problem sein. Habe ich jetzt hier mal in die Regensachen reingehauen. Ja, mal schauen, was der, ich will sagen Nachmittag, aber es ist noch nicht mal 12 Uhr, was der Rest des Tages jetzt so bringt. So, wir wollten gerade sagen, dass wir jetzt ein bisschen schaukeligere Bedingungen haben. Da ist gerade hier so ein halber Liter Wasser ins Boot reingekommen. Ja, der Wind hat jetzt wie angekündigt angefangen zu wehen und es kommen jetzt doch ein paar ganz sportliche Wellen dann durch. Vielleicht müssen wir mal schauen, dass wir, jetzt kommt gleich nochmal. Genau, wird auf jeden Fall gerade ein bisschen sportlich, aber vielleicht kommt jetzt dann gleich ein Hecht. So, wir haben einen dran, sind gerade durch den ärgsten Regenschauer ever durch und genau an der Stelle. Genau an der Stelle, wo der Roman meinte, dass was geht, nimmt er gerade die Rute in die Hand und fragt, ob sie noch laufen und wie sie laufen. Der hat nämlich schön reingeknallt. Ja. Ist gerade zum Filmen ein bisschen schwer für den Melvin. Der fühlt sich übrigens wieder nicht so ganz schlecht an. Bleibt auch schön unten. Ja. Ja, fühlt sich. Da hinten kommt er. Oh, schöner Fisch. Die grüne. Da kommt er. Und da haben wir den nächsten, jawohl. Wieder gar nicht schlecht. Lass mal drin. Es geht was heute. Gerade an der Stelle, an der angekündigt wurde, dass was gehen soll. So, da haben wir ihn, den nächsten Hecht hier am Steinberger See. Sorry, dass ich hier gerade so ein Boot drinnen krüppel, aber es geht gerade nicht anders. Denke, der wird so auch um die 75, 80 cm haben. Jetzt auf den schockigen Renke, wie der Roman schon angekündigt hat, geht da was drauf auf die schockigen. Und ja, gerade nach dem härtesten Regenschauer bei starken Wellen ist der reingeknallt. So, wir haben einen dran geholt, gerade rein. Beim Reinholen, als ich reinkurbel, steigt er mir ein. 5 Minuten nach dem letzten. Was geht denn ab? Das ist ja wie im Forellenhof. Die Rankies. Die Rankies, ja. Und diesmal aufstehen, weil welcher hängt da? Der Orange? Der gelbe, was der ich gelbe, gesagt ja. habe, was ist mit Ja. Oh ja. Beim Einkurbeln, der ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er nicht schon dran hängt. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich habe reingekurbelt und dann. Catcher bitte. Also ich will nicht sagen, dass da richtig Gewicht drauf ist, aber da ist richtig Gewicht drauf. Was geht ab? Unfassbarer Tag. Bin ich mal gespannt, was da jetzt rumkommt, weil der fühlt sich nicht schlecht an. Jetzt
Jetzt steht er da einfach dagegen. 15 Meter ist er noch draußen, bleibt unten. Eigentlich mal ein Zeichen dafür, dass es ein großer ist. Boah, da ist richtig Gewicht dagegen. Wenn der regulär gehakt ist, gut, es ist die Waterwolf noch mit drauf. Magst du uns reindrehen zu ihm? Oder? Ja. Oh, da kommt er. Oh ja, oh ja. Oh, der sieht gut aus, Freunde. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es nicht verkacken. Magst du vielleicht kurz Power wegnehmen? Dann können wir. Der können ihn haben, Leute. Ah, wobei. Oh ja, Doch, könnte er haben. den können wir haben. Der könnte den Meter haben. Das ist der Meterfisch. Oh, der hat ihn, glaube ich. Der hat ihn. Das ist der Meterfisch. Yes! Am Starnberger Ah, ich See. glaube, oh, das müssen wir jetzt mal schauen. Hey, die Wichser, auf die Waterwolf Live bis hinter dem orangenen Ranky beim Reinkuppeln. Ich pack's nicht, was geht ab? Der dritte Hecht? Der dritte Hecht. So, da ist er. Also, er hat nicht ganz den Meter. 96 schon wieder. Der zweite 96er. Was geht denn ab? Meter wieder knapp verfehlt, aber richtig krassen Drill gegeben. Beim Reinkurbeln irgendwie draufgelegt. Ich habe auf einmal nur gespürt, wie so ein Widerstand da war. Aber wir werden es, oder ihr habt es auf der Waterwolf schon gesehen. Und ja, der zweite Traumfisch am Starnberger See auf die Rankies. Der dritte. Der dritte, genau. Und ja, ein absoluter Traumtag. Vielen Dank, Roman. Es ist echt freut mich auch. Freut der mich sehr. absolute Hammer. Hier nochmal der Hecht. So, es hat jetzt seit ungefähr einer Stunde nichts mehr gebissen. Ich möchte mich nicht beschweren, weil wir hatten innerhalb von 10 Minuten ja davor in die Zeitbisse. Wir werden jetzt aber die Chance nutzen, da der Roman eben die Erfahrung gemacht hat, dass es mittags nicht so wirklich gut läuft, dass wir jetzt wirklich selber Mittag machen, was essen gehen und dann am Abend wieder angreifen. Wir hoffen, dass der Wind bis dahin auch ein bisschen weniger wird. Vielleicht knallt jetzt noch einer auf dem Weg rein. Wir würden den nächsten jetzt mal dem Roman in die Hand geben, weil der kann ja nicht nur hier sitzen und zugucken, sondern muss auch mal Fisch fangen. Gerne. Und genau, dann gucken wir mal. Oh, die sieht gut aus. Der ist gut. Der ist riesig. Oh, der ist riesig. So, wir haben jetzt hier nochmal einen Biss gehabt, kurz vor der Mittagspause und die Rute schlägt richtig an. Also das ist ein richtig großer Fisch. Ja. Also macht er zumindest den Eindruck. Boah. Schau mal, wie der wahnsinnig Ja. wieder wegzieht. Ja. Versucht er gleich mal wieder drüber zu kommen. Wenn es überhaupt echt ist. Karpfen oder sowas. Ja. Aber ich. Das, meine lieben Freunde, ist ein großer Fisch. Also er tut zumindest so. Ist er groß? Bisschen habe ich nicht. Ja, man sieht von weißen. Ja, der ist dick. Dick ist er. Ja. Ah, sauber. Super. Ja, Petri, sauber. Danke. So, da ist er. Er ist kleiner als gedacht, hat aber super gekämpft. Ein wunderschönes Tier. Danke für den Kampf. Petri, sehr schöner, Dankeschön, danke. sehr schöner Fisch. Fisch Nummer 4, man glaubt es kaum. Ja. Sauber. So, Freunde des gepflegten Hechtfangs, wir sind jetzt wieder draußen, nachdem uns der Wind jetzt dann doch zu einer etwas längeren Mittagspause gezwungen hat. Es ist jetzt auch noch nicht wirklich windstill, aber auf jeden Fall fahrbar geworden. So, wir sind jetzt seit ein paar Stunden wieder draußen. Der Wind hat jetzt abgenommen, ist fast weg. Die Wellen sind auch weg, also sehr angenehm.
Aber was uns jetzt leider gerade recht schmerzhaft deutlich wird, ist, dass es auch deutlich kälter geworden ist mit dem Regen. Ich denke, es ist jetzt von 10 Grad so auf 6 Grad runtergegangen und das scheint den Hechten gerade ein bisschen auf den Magen zu schlagen. Ja, jetzt nutzen wir die Chance doch auch nochmal, dass du uns vielleicht nochmal kurz erklärst, wie wir hier eigentlich ohne Sideplaner schleppen. Das ist jetzt eine Sache, die unsere Viewer auf dem Kanal nicht wirklich kennen, weil wir immer mit Sideplanern fischen. Aber vielleicht einfach, wie wir hier mit den Routen, was für ein Setup wir da fahren. Ja, genau. Also wir haben hinten diese Kanonenroutenhalter. Vorteil ist, die sind beschichtet, das heißt, die Route hält relativ fest hier drin. Und die gehen eigentlich relativ geradeaus nach hinten, lassen wir so zwischen 50 und 60 Meter, also relativ weit rausgehen. Vorteil auch, vor allem die Renki One, die geht dann eben nochmal auf 2 Meter mehr, also auf 6 Meter anstatt 4. Und hier auf der Seite haben wir zwei relativ gerade, fast im 90-Grad-Winkel draußen, auf so portable Routenhalter. Und hier lassen wir immer so 30 Meter Schnur. Damit kommt man auch, wenn man große Kurven fährt, sich wirklich ganz wenig in die Quere. Und es hat sich hier einfach sehr erprobt. Fischen tun wir relativ flach oder haben wir heute relativ flach gefischt. Im letzten Video haben wir noch mit dem tiefen Blei auf 15 Meter oder ähnlich geschleppt. Und heute wirklich, was wird das tiefste gewesen sein? Wahrscheinlich die 6 Meter. Ja, genau. Also 6 Meter von der Lauftiefe Ködertiefe her, ja. Wassertiefe so um die 30, 35 Meter. Ja. Genau. Sind wir immer zickzack zum Ufer hin und zurück. Ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. So, wir sind jetzt dem Regen entflohen und der Kälte und sind jetzt hier nochmal ins Wirtshaus gekommen. Bitter nötig war es. Das war jetzt wirklich sauzapfig noch auf dem See und das hat ja wirklich jetzt den Hechten auf den Magen geschlagen. Dennoch geht für uns der mit Abstand allerbeste Hechtschlepptag ever zu Ende. Ganz abschließend wollte ich euch jetzt nochmal die Köder vorstellen, mit denen wir heute gefangen haben. Wie gesagt, Fishing Ghost, eine relativ neue Marke auf dem Markt, kann man ja so sagen. Mit eben neuen Swimbaits. Die habt ihr wie gesagt schon gesehen, jetzt auch im Video gesehen. Nämlich eben dem Renki One. Hier in meiner persönlichen Lieblingsfarbe, einfach dieser sehr natürlichen Renkenfarbe, hat eben auch den schönen 96er Hecht direkt in der Früh gebracht. Aber wir hatten natürlich auch Erfolg auf die orangene und auf die grüne und auch auf die blaue, beziehungsweise blau-weiße. Das ist natürlich eine der faszinierenden Sachen heute gewesen, dass anscheinend wirklich das Laufverhalten entscheidender war als die Farbe. Genau, abschließend vielleicht noch ein paar Features, die den Renki One vielleicht ein bisschen speziell machen. Wie gesagt, das ist ein neuer Köder auf dem Markt, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Also erstmal, was mich wirklich fasziniert hat, muss ich sagen, ist, wie stabil der Gummi ist oder die Gummimischung, weil das sieht man auf der Kamera immer recht schwierig, aber der graue war bis heute niegelnagelneu und hat jetzt hier hinten genau eine Bissspur drinnen in der Schwanzflosse und das war der komplett verschluckt war und hat natürlich hier ein paar Kratzer im Lack, das würde man nicht umgehen können, aber der Rest vom Gummi ist sehr unberührt. Genau, und einen coolen Kniff kann euch der Roman vielleicht noch erzählen, den ich so bis jetzt tatsächlich auch noch nicht gesehen habe und das hat etwas mit der Schaufel zu tun vom Renki. Genau, da es ja am Starnberger See und wir kommen vom Starnberger See wirklich auch oft Untiefen gibt und man kommt oft auf Berge und auch wirklich ganz schnell ins flache Wasser von einer Sekunde auf die anderen, haben wir eben festgestellt, dass man Köder relativ leicht verlieren kann, wenn die im Wasser hängen bleiben. Deswegen haben wir die Schaufel auch bei dem Renki One nicht geklebt, sondern die ist wirklich reingesteckt nur. Und das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel im Wasser stecken bleibt oder auf irgendeinem Stein, dann wird die einfach rausgezogen. Und die könnt ihr bei uns nachbestellen und die einfach wieder reinstecken und der Köder geht nicht verloren. Wir können auch auf den Kleber verzichten, das heißt weniger poröse Stellen und weniger Wasser eindringen. Ja, wenn euch die Köder interessieren, schaut einfach mal bei Fishing Ghost auf der Website vorbei, da könnt ihr dann sehen, wo ihr sie kaufen könnt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommentiert gerne. Und ja, scheint ein Köder zu sein, den sie noch nicht so gut kennen, dass sie davor Scheu haben, sondern ihn ziemlich weghauen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet, dass es vor so einem Wetterumschwung, Temperatursturz oder ähnlichem richtig gut gebissen hat. Das war für uns jetzt auch so das erste Mal in der extremen Form. Dann liked das Video, wenn ihr mehr Videos vom Starnberger See sehen wollt und es euch gefallen hat. Werden sicherlich in Zukunft auch öfter mal mit Fishing Ghost unterwegs sein und dann hoffentlich noch ein paar schönere, größere, auch wenn das schwer möglich ist, Hechte fangen. Aber ob wir sowas wie heute nochmal reproduzieren können, Sachen von Stückzahl, wage ich zu bezweifeln. Ja, und dann abonniert uns für mehr Angelvideos, dann verpasst ihr keinen Upload mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.